So, herzlich willkommen, Volker Reusing, bekannt als Menschenrechts- und Friedensaktivist. Danke, dass du uns für ein Interview zur Verfügung stehst. Ja, danke, dass ihr Zeit habt. Ihr seid ja bekannt dass ihr schon mehrmals Klagen eingereicht habt beim Bundesverfassungsgericht, zum Beispiel gegen den Lissabon-Vertrag, und so viel ich da mitbekommen habe, habt ihr auch da einigen Erfolg erzielt. Kannst du uns kurz erzählen, wie das dort gelaufen ist und was dabei rausgekommen ist? Ja, die Klage, die beim Lissabon-Vertrag etwas bewirkt hat, das war von meiner Frau Sarah Lucia Hasselreusing vom 24.09.2008, 2 BVR 1958-08 war das Aktenzeichen. Die Inhalte dieser Verfassungsklage sind beim Lissabon-Urteil mitentschieden worden, beim Urteil, das offiziell zu Verfassungsklagen anderer Verfassungskläger ist. Das heißt, das meiste von den Inhalten. Was es gebracht hat, was vor allem auch sehr sicherheitspolitisch relevant ist, ist einmal die Rangfolge der Rechtsordnung. Das höchste Recht in Deutschland ist das, was im Grundgesetz unantastbar ist, die Grundrechte, die Strukturprinzipien. An zweiter Stelle kommt das erstmals im Lissabon-Urteil ausdrücklich anerkannte Staatsauftrag Friedensgebot aus Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz. Und das ist gleichrangig mit dem Staatsauftrag Europäische Integration. Und danach kommt erst das EU-Primärrecht. Aber bis auf die Außen- und Sicherheitspolitik. Denn die Außen- und Sicherheitspolitik der EU bleibt normales Völkerrecht. Und bleibt damit nicht nur unterhalb des gesamten Grundgesetzes, sondern auch unterhalb der UNO-Charta und unterhalb des Angriffskriegsverbots des Grundgesetzes und auch unterhalb des Angriffskriegsverbots der UNO-Charta. Das war ganz entscheidend, weil im Lissabon-Vertrag eine Gummivorschrift eingebaut worden ist, Parkettvorschrift, wie man sagen würde, in Artikel 42 Absatz 5 EU-Vertrag. Da hat man eingebaut die Möglichkeit, dass die EU beschließt, militärische Missionen für Werte und Interessen. Artikel 42 Absatz 5. Vorher gab es schon eine Gummivorschrift für Krisenintervention, Artikel 43 Absatz 1 EU-Vertrag. Und mit dem Lissabon-Vertrag, der Vertrag ist zur Änderung des EU-Vertrags, des AEU-Vertrags, also der beiden grundlegenden Verträge der EU, und lauter Erklärungen und Protokollen, deren Anhängen, wollte man obendrein das EU-Recht über alles heben. Das Lissabon-Urteil hat zwar zugelassen, dass dieser Lissabon-Vertrag von Deutschland ratifiziert wird, aber nur mit einer ganzen Menge Auflagen, dazu eben auch, dass es nicht anerkannt wird, das EU-Recht über alles zu stellen. Erstmal kommt das, was im Grundgesetz unantastbar ist, und die Vorschriften zur Außen- und Sicherheitspolitik der EU, die bleiben vom Rang normales Völkerrecht. Und das bedeutet, diese Gummivorschriften können nicht zum Angriff verwendet werden. Das heißt, ihr habt also einen Erfolg erzielt, indem das praktisch eingeschränkt wurde. Ja, was auch ein weiterer Erfolg gewesen ist, für die Menschenrechte der UNO muss genug Raum bleiben bei der Umsetzung des EU-Rechts. Das haben sie in Leitsatz 3 sehr verklausuliert formuliert. Und das staatliche Gewaltmonopol wurde bekräftigt. Das militärische ebenso wie das zivile als auch das polizeiliche. Da geht es darum, dass der Lissabon-Vertrag in Artikel 2 vom Protokoll 26 die Verpflichtung für die Mitgliedstaaten der EU zur Vergabe ihrer hoheitlichen Tätigkeiten an Privat beinhaltet. Und das ist auch sicherheitspolitisch relevant, wenn man das Militär, die Polizei, die Geheimdienste alles an Privat vergeben muss. Das hat das Lissabon-Urteil untersagt. Das Einzige, was das Lissabon-Urteil unterlassen hat von der damaligen Klage, was wir damals geltend gemacht haben, ist zu urteilen bezüglich Militäreinsatz im Innern. Und was auch seltsam war, ist, dass sie nicht über unsere Klage damals beurteilt haben, sondern die Inhalte unserer Klage in einem Urteil über die anderen gültigen Klagen mitentschieden haben. Trotzdem, was für den Frieden, für den Erhalt des öffentlichen Dienstes, dass der nicht ausverkauft wurde, und auch für den Schutz der Grundrechte und der Menschenrechte der UNO schon ein erheblicher Erfolg. Nur leider wurde das auch nicht so publik gemacht. Und jetzt beim Syrien-Einsatz... Moment, jetzt kommen wir erst mal drauf, oder? Ja. Also, das ist diese Sache gewesen. Jetzt ist es ja so, dass ihr euch entschlossen habt,
eine weitere Klage zu machen jetzt beim Bundesverfassungsgericht, und es geht da um die Verlängerung der Erweiterung des Bundeswehreinsatzes in Syrien. Ja, das ist jetzt eine neue Geschichte. Erzähl uns, was da läuft und was euch motiviert. Ja, was uns hauptsächlich motiviert, sind die Eskalationsgefahren zum Weltkrieg, was auch von einigen Gruppen angestrebt wird, dass es eskaliert. Und es wäre mehrmals schon beinahe zum Weltkrieg eskaliert. Und natürlich geht es uns auch darum, dass die Vorgaben des Lissabon-Urteils, besonders die den Frieden betreffen, eingehalten werden, was hier nicht passiert ist. Und es geht uns auch darum, um Rechtsfortbildung, was beinhaltet dieses Friedensgebot im Grundgesetz, Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz, was auf die berühmte Rede der Hoffnung von US-Außenminister Burns von 1946 zurückgeht und was unter anderem auch beinhaltet, seine Rede der Hoffnung, dass es nie wieder einen Weltkrieg geben darf. Und da sind wir Deutschen besonders in der Pflicht. Nach unserer Rechtsauffassung verbietet es auch, dass Deutschland auch nur irgendeinen Beitrag leistet zur Erhöhung von Weltkriegsgefahren. Und da sind wir Deutschland in der Pflicht bei diesem Syrien-Einsatz. Nicht nur, dass es diesem Syrien-Einsatz an den Rechtsgrundlagen mangelt und damit das Wahlrecht verletzt wird, ultra vires, Kompetenzüberschreitung, sondern vor allem auch, dass die Menschenwürde in Verbindung mit dem Friedensgebot verletzt wird, weil Deutschland hier auch mit beiträgt zur Erhöhung von Weltkriegsrisiken. Auch wenn, ich denke, 7 andere Länder deutlich mehr beitragen. Deutschland darf nicht, Gott sei Dank sind wir durch dieses Friedensgebot mehr gebunden als andere Länder. Kannst du uns erzählen oder auflisten, wie die Bundeswehr überhaupt bis jetzt im Einsatz ist dort in Syrien? Ja, das, was sichtbar ist, also was da auch ermächtigt ist, Deutschland schützt mit einem Kriegsschiff den französischen Flugzeugträger. Dann hat Deutschland ermächtigt bekommen bis zu 1200 Soldaten. Bodentruppen, deutsche Bodentruppen sind bisher gesichtet worden in den Kurdengebieten. Das findet man in einer Pressemitteilung des syrischen Außenministeriums vom 15. Juni 2016 bei der Nachrichtenagentur Sana. Syrien hat protestiert, weil das nicht vorher von Syrien erlaubt worden ist. Deutschland hat da nicht um die Zustimmung ersucht und es ist auch nicht mit Syrien koordiniert worden. Und dann betreibt Deutschland Luftaufklärung mit Tornados und Deutschland hat Airbags-Flugzeuge im Ansatz zur Aufklärung, und es auch Tankflugzeuge. Bis auf die Airbags-Flugzeuge betrifft das alles sowohl die EU als auch die internationale Allianz im Kampf gegen ISIS, was ein Ad-hoc-Bündnis ist, ohne jeglichen völkerrechtlichen Vertrag. Und warum darf Deutschland diesen Einsatz nicht machen? Einmal ist es de facto das Angriffskriegsverbot. Warum ist das verletzt? Das findet man in einer Resolution der UNO-Vollversammlung aus dem Jahr 1974. Es verletzt es dadurch, dass dort deutsche Truppen auf syrischem Territorium sind, ohne Erlaubnis der syrischen Regierung und dadurch, dass Deutschland durch die Aufklärung hilft, Bombardierungen vorzunehmen auf syrischem Territorium. Das gilt ungeachtet dessen, gegen wen dort gekämpft wird. Das Angriffskriegsverbot wurde nicht verletzt, wenn die syrische Regierung dem zugestimmt hätte und es dann in Kooperation mit der syrischen Regierung. Also so wie mit den Russen, ne? Ja, und die syrische Regierung, seine Exzellenz, der syrische Präsident, hat ja mehrmals gesagt, wenn das mit der syrischen Regierung abgestimmt wird, dass dann Syrien zur Zusammenarbeit mit zahlreichen Ländern bereit ist. Da ist Deutschland nicht ausgeschlossen. Die haben protestiert, weil es an der syrischen Regierung vorbei passiert. In den Erläuterungen zum ersten Syrien-Einsatz war auch die Rede davon, dass Deutschland Aufbauhilfe leistet in den Oppositionsgebieten, stand aber nicht in welchen, ob das die von den Kurden sind oder welche anderen, vollkommen unklar, wer damit gemeint ist und dass der Einsatz auch dafür da ist, um deutsche Kräfte zurückzuholen. Die Frage ist, sind damit diese Aufbauhelfer gemeint? Wer sind diese Aufbauhelfer? Auch unklar. Noch was zur Rechtsgrundlage. Was dort behauptet wird, bei der Begründung des Einsatzes, da geht es einmal darum,
dass die Angriffe am 13. November 2015 in Paris ein militärisch bewaffneter Angriff gewesen seien. So schrecklich diese Angriffe waren. Du meinst die Terrorangriffe in Paris? Die Attentate in Paris. Gegen das Bataclan und so weiter. Ja, genau. Geht man nach der Zahl der Angreifer und deren Bewaffnung, war es kein militärisch bewaffneter Angriff. Und das ist auch unsere Rechtsauffassung. Würde man danach gehen, wie viel Opfer sie hätten haben können, könnte man zu dieser Auffassung kommen. Es wäre einer. Aber selbst wenn das der Fall gewesen wäre, dann müsste man ja erstmal schauen, wer hat diese neuen ISIS-Angreifer kommandiert? Steckt da überhaupt ein Staat dahinter? Und Syrien steckt da ganz gewiss nicht hinter. Die leiden unter ISIS wie kaum ein anderer Staat, wie vielleicht kein anderer Staat der Welt. Und wenn man dann auf syrischem Territorium gegen die vorgehen dürfte, dann dürfte das nur in Kooperation mit dem Gastland Syrien sein, was dann helfen würde, gegen die vorzugehen. Ja. Was auch noch dazu kommt, ein Selbstverteidigungsrecht der Staaten gilt gegen einen unmittelbaren Angriff. Nachdem diese 9 Leute auf der Flucht waren oder selbst getötet worden waren, danach war ja kein unmittelbarer Angriff mehr gegeben und das ist dann keine militärische Selbstverteidigung mehr. Und auch mit wem man das macht. Der Punkt ist, Deutschland ist auch gebunden durch Artikel 24 Absatz 2 Grundgesetz. Und da steht drin, dass Deutschland Kampfeinsätze machen darf, also zusätzlich praktisch zur Verteidigung des eigenen Territoriums, im Rahmen von Organisationen gegenseitiger kollektiver Sicherheit. Damit sind gemeint internationale Organisationen, die einen völkerrechtlichen Vertrag haben, der vom Bundestag ratifiziert ist, also zugestimmt ist, meine ich, ratifiziert ist, und mit einer gültigen Bündnisfallklausel. Das ist für uns nur die NATO. Aber im Rahmen der NATO macht man nur die AWACS-Flüge. Das Einzige von diesem Einsatz, was gegen diesen Artikel 24 Absatz 2 nicht verstößt, sind die AWACS-Flüge. Und das andere, das im Rahmen der EU zu machen, als man den Lissabon-Vertrag gemacht hat, hat man sich nicht einigen können, dass die EU eine gültige Bündnisfallklausel von Anfang an hat, sondern wenn man das machen will, genauso wie wenn man eine EU-Armee machen will, dann muss man erst einen Beschluss machen, also seitens der Regierungschefs im Europäischen Rat, da steht in Artikel 42 Absatz 2 unter Absatz 1 EU-Vertrag. Das hat auch das Lissabon-Urteil schon entschieden, dass das so auszulegen ist. Wenn die EU eine gemeinsame Verteidigungspolitik haben will, das betrifft vor allem die Frage, wenn man eine EU-Armee haben will oder die Bündnisfallklausel benutzbar machen will, dann müssen die Regierungschefs das beschließen und danach muss das von allen 28 EU-Mitgliedstaaten von deren Parlament bestätigt werden. Das Letztere zumindest ist nie passiert, denn das hätten die Medien, hätten alle Medien darüber berichtet. Und dann wendet man auf EU-Ebene durch die Exzellenz die Verteidigungsminister dann am 17. November 2015 macht man einen Bündnisfallbeschluss mit einer Klausel, die vorher gar nicht gültig gemacht worden ist. Dann will man umdrehen mit der internationalen Allianz im Kampf gegen ISIS, soll dieser Einsatz sein? Ja, aber das ist ein Ad-hoc-Bündnis ohne völkerrechtlichen Vertrag und das Recht ohne Bündnisfallklausel darf Deutschland auch nicht nach Artikel 24 Absatz 2. Dann wird gesagt, der Einsatz sei erlaubt durch die Resolution des UNO-Sicherheitsrats. Was da vielleicht verwechselt wird, ist, der UNO-Sicherheitsrat kann nicht für alles tätig werden. Damit er tätig werden kann, muss eine Gefährdung des Friedens oder der internationalen Sicherheit vorliegen. Damit heißt aber nur, dass der seine Zuständigkeit geprüft hat und sagt, ja, der Sicherheitsrat ist zuständig. Die Resolution des UNO-Sicherheitsrats würden ein militärisches Eingreifen nur erlauben. Da gibt es eine ganz klare Formvorschrift, Artikel 42 UNO-Charta, wenn er feststellt, dass nicht militärische Maßnahmen entweder erfolglos geblieben sind oder keinen Erfolg versprechen und ausdrücklich militärische Maßnahmen ermächtigt. Genau das hat er nicht getan. Der hat immer neue Sanktionen gemacht gegen ISIS, gegen Al-Qaida und immer mehr Gruppen von deren Unterstützern, damit sie auch keine wirtschaftliche Unterstützung mehr bekommen und immer mehr Druck gemacht, dass verhandelt wird. Aber der Sicherheitsrat hat gerade keine Resolutionen gemacht, die militärisches Eingreifen erlauben.
Ich habe da eine Frage, eine Zwischenfrage zu diesen ganzen Einsätzen der Bundeswehr in Form von Soldaten und Flugzeugen und so weiter. Kommt ja noch dazu, dass ja die Bundesregierung Waffen in das Krisengebiet liefert, zum Beispiel an die Kurden. Ich meine, das ist ja auch ein Verstoß gegen das also gegen das Außenlieferungsgesetz oder wie das heißt. Ich gebe zu, dass ich mich damit nicht beschäftigt habe für die Klage. Weil da ist ja ausdrücklich verboten, Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete zu schicken. Aber das machen sie. Also sie tun ja die kurdische Regierung, die Quasi-Regierung, tun sie ja mit Waffen beliefern. Da hat ja das deutsche Fernsehen mehrmals schon darüber berichtet. Damit habe ich mich für die Klage nicht beschäftigt. Das kann sein. Ich sage nur, dass das ja auch noch dazu kommt, dass sie ja auch da das Gesetz brechen mit Waffenlieferungen in ein Krisengebiet. Ja. Nicht? Okay. Ihr seid ja jetzt hergegangen und habt zuerst einmal, glaube ich, die Bundesregierung und die Parteien über das informiert, oder nicht? Wir haben jetzt letzte Woche haben wir geschrieben an die Bundesregierung, an den Präsidenten des Bundestags und an die Fraktionen des Bundestags haben wir informiert, dass die Verfassungsklage kommen wird und haben auch deutlich gemacht, dass diese Verfassungsklage, das Bundesverfassungsgericht haben wir informiert und haben auch deutlich gemacht, dass diese Verfassungsklage auch ein Zeichen für den Frieden setzen soll. Und wir setzen vor allem darauf, dass was den Frieden angeht, dass wir auch beantragen einstweilige Anordnung wegen der fehlenden Rechtsgrundlagen. Und die einstweilige Anordnung, die in der jetzigen Situation ergeht, wird sie auch ein deutliches Zeichen für den Frieden setzen. Es gibt auch akute Gefahren für den Frieden. Die größte akute Gefahr sind diese Flugverbotszonen oder wie sie jetzt heißen sollen, Sicherheitszonen in Syrien. Denn je nachdem, wie die gestaltet sind, bedeutet das, dass man russische oder syrische Flugzeuge, die dort eindringen, die dort in diesen Sicherheitszonen Dschihadisten oder andere in Anführungsstrichen Oppositionskämpfer, die dort sich breit machen würden, bekämpfen würden, dass die dann abgeschossen werden. Mhm. Ja, oder umgekehrt, ne? Oder umgekehrt. Diese Sicherheitszonen, da gibt es ein Papier von dem Think Tank Brookings Institution aus dem Jahr 2015, da wird dieser Begriff verwendet. Und bei diesem Papier geht es darum, dass dort Kämpfer gegen die syrische Regierung dort aufmarschieren können. Dieses Gesetz, was vom 15.11.2016 ist, R5732, verpflichtet die US-Regierung innerhalb von 90 Tagen die Einrichtung von Flugverbots- oder Sicherheitszonen zu überprüfen. Und Ende Januar hat seine Exzellenz US-Präsident Donald Trump verfügt, das Pentagon und Außenministerium eben diese Überprüfung jetzt wiederum innerhalb von 90 Tagen vornehmen sollen. Und das wäre ja dann bis ungefähr innerhalb Ende April. Und danach ist zu befürchten, dass solche Sicherheitszonen eingerichtet werden. Und wenn der US-Präsident Sicherheitszonen so aufgreift, oder die Leute, die er dann dazu ermächtigt, das zu tun, sich orientieren an diesem Papier von der Brookings Institution, dann besteht die Gefahr, so wie die Brookings, wenn man danach geht, wie die Brookings Institution sich das vorstellt, dass dann syrische oder russische Flugzeuge abgeschossen werden, die dort aufmarschierenden Rebellen oder Dschihadisten bekämpfen wollen und dass dadurch die Eskalation zum Weltkrieg passiert. Diese Gefahr sieht man ja auch allein schon daran, was am 31.08.2013 passiert wäre, als die USA begrenztes Maß an Luftangriffen gegen Syrien machen wollten, als Antwort auf den Chemiewaffenzwischenfall vom 21.08.2013. Mhm. Übrigens, was haltet ihr davon, dass die Bundesregierung, sprich Merkel, diesen aktuellen Angriff mit den 59 Tomahawk-Marschflugkörpern voll befürwortet? Was haltet ihr davon?
Ich denke, da gibt es verschiedene Signale von der Bundesregierung. Einerseits macht die Bundesregierung diplomatisch Druck, dass verhandelt werden soll. Andererseits hat die Bundesregierung dafür Verständnis gezeigt. Ich denke, dass die Bundesregierung auch keine Eskalation zum Weltkrieg will. Ich denke, aber sie hat das nicht verurteilt, was ja eigentlich völkerrechtlich illegal ist. Das stimmt. Ich denke, dass wir jetzt am 7.4.2017 keine Eskalation zum Weltkrieg erlebt haben, hängt auch damit zusammen, dass die US-Regierung kurz vor dem Einsatz zumindest noch die Russen gewarnt hat und deutlich gemacht hat, dass es dieser eine Luftangriff sein soll und nicht direkt danach noch weiteres kommt. Aber das hängt auch mit dem guten Willen der Russen und der Syrer zusammen, die auch die Eskalation nicht wollen. Aber geht man nach Berichten von Zero Hedge und von Global Research, dann wird im Nationalen Sicherheitsrat der USA nachgedacht über mehr und ob man noch eine Bodenoffensive machen soll. Und das, wenn das kommt, dann wäre das aller Voraussicht nach der Start von einem dritten Weltkrieg, der alles Leben vernichten würde. Ja, es sind ja jetzt schon offiziell 1000 US-Soldaten vor einem Monat eingerückt, angeblich um Artilleriegeschosse zu bedienen. Also sie sind ja dort bereits. Die Frage ist, wen die angreifen. Wenn sie den Kurden helfen, gegen ISIS zu kämpfen in Raqqa, dann ist die Eskalationsgefahr geringer. Und dann sieht das eher so aus, dass die syrische Regierung das hinnimmt, zumindest bis ISIS besiegt ist und dann auf deren Abzug drängt. Aber wenn sie da sind, um die syrische Regierung zu bekämpfen und Kämpfer gegen die syrische Regierung zu beschützen, ist das was ganz anderes. Ja, es passieren ja dann diese sogenannten Fehler. Das heißt also, es werden syrische Stellungen angegriffen und dann sagt man, oh sorry, wir haben ein Versehen gemacht. Ja. Ich denke, große Gefahren sind, es geht auch davon aus, dass verschiedene Gruppierungen die Eskalation wollen. Also dieses Papier von der Brookings Institution aus dem Jahr 2015, Moment, das wir mit dem Titel Deconstructing Syria Towards a Regionalized Strategy for a Calm Federal Country, das hat damals empfohlen, dass man unter anderem eine Gruppierung namens Jaish al-Fatah, Armee des Sieges, unterstützen könnte. 2016 ist es durch viele Medien gegangen, dass das eine Gruppierung war unter Führung der Al-Nusra-Front, die im Westen Syriens eine ganze Menge dschihadistische Gruppen hinter sich hatte. Ein anderes Papier, das Flugverbotszonen wollte, unter dem Namen Bombardierungsverbotszone, ist Defeating the Islamic State a Bottom-up Approach schon Mitte 2016 vom Think Tank CNAS, und die haben die Ereignisse von Ende August 2013 falsch wiedergegeben, so als hätte damals keine akute Eskalationsgefahr mit Russland bestanden. Pikant ist, dass CNAS unter seiner Exzellenz Präsident Barack Obama zu dessen Regierungszeit ja unter anderem auch den Verteidigungsminister gestellt hat, seine Exzellenz Herrn Ashton Carter, und David Petraeus gehört zu CNAS, und John Allen zeitweilig die internationale Allianz im Kampf gegen ISIS koordiniert hat und Berichten zufolge nicht besonders schnell gewesen ist, den Kampf gegen ISIS voranzubringen. Und dieser Think Tank hat da die Eskalationsgefahren heruntergespielt und auch seine Version von Flugverbotszone geworben. Und die Gruppierung, die am stärksten darauf hinwirkt, auf Eskalation, sind natürlich ISIS und Al-Qaida. Die haben ihre Ideologie von der Moslembruderschaft, und dass ISIS darauf abzielt, auf ein globales Kalifat, und dass sie das bis 2020 wollen und vorher einen globalen Konflikt
der sich orientiert an der islamischen Armageddon-Geschichte und dass sie das erreichen wollen in der Nähe der syrischen Kleinstadt Darbik, weil die dort erwähnt wird in der Armageddon-Geschichte. Das findet man unter anderem in Artikeln von der Zeitung Die Welt und von Geolitico. Und dass Al-Qaida das will, das findet man unter anderem bei dem Spiegel, ich glaube schon im Jahr 2005, das wird in der Klage dann auch zitiert werden und auch M-News hat das berichtet. Und laut Voltaire.net hat die Moslembruderschaft die Ideologie von Al-Qaida erstellt. Und damit eben auch von ISIS. Die gehen nur etwas unterschiedliche Strategien an fürs gleiche Ziel. Und die Verbindung, bin ich noch zu hören? Ja, alles klar. Die Verbindung von der Moslembruderschaft zur Al-Qaida ist auch absolut glaubhaft. Warum? Professor Peter Del Scott beschreibt über einen der ersten beiden Mitglieder von Al-Qaida, nämlich den Saudi Osama Bin Laden, dass der Moslembruder gewesen sei. Und William Engdahl schreibt das über den anderen der ersten beiden Al-Qaida-Mitglieder, Dr. Abdullah Asaman, radikaler Palästinenser, dass der Moslembruder gewesen sei. Das ist also vollkommen glaubhaft, wenn Voltaire sagt, dass die Moslembruderschaft die Ideologie für die erstellt hat. Und es wäre ja auch mehrmals beinahe eskaliert. Am 31.08.2013 war es ganz knapp, dass noch die Nachricht die amerikanischen Regierung erreicht hat. Die amerikanischen Generäle haben damals darauf gedrängt, die Mehrheit des Generalstabs Halt zu machen, dass diese Luftangriffe damals nicht passiert sind. Das wären viel größere gewesen als das, was am 7.4. diesen Jahres geschehen ist, weil sie noch die Nachricht erreicht hat, dass seine Exzellenz russische Präsident Wladimir Putin gewarnt hat. Darüber haben damals wenige Zeitungen geschrieben. Die EU Times hat darüber geschrieben, der Business Insider am 27.08.2013 und am 29.08.2013 auch Mitpresse News. Die meisten Medien haben das vollkommen übersehen gehabt. Aber das war damals mitentscheidend, dass die Mehrheit des Generalstabs auch die Argumente gehabt hat, dass sie keine Exit-Strategie haben. Dass sie demonstriert haben, das könnte man am 1.9.2013 nachlesen bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten, dass das entscheidend gewesen ist dafür, dass damals die Eskalation vermieden wurde. Aber auch relativ knapp, Februar 2016. Saudi-Arabien hat eine internationale Ad-Hoc-Allianz sunnitischer Staaten gehabt zum Kampf gegen ISIS und wollte mit diesen einmarschieren in Syrien und Irak ohne die Erlaubnis der dortigen Regierung. Da haben Sputnik News und Veterans Today berichtet und dafür wollten sie die Unterstützung der NATO. Und der damalige US-Verteidigungsminister, seine Exzellenz Herr Ashton Carter, der ja auch gleichzeitig bei diesem Think Tank CNRS gewesen ist, war dafür offen, das mit der NATO zu diskutieren. Gott sei Dank hat die NATO Nein gesagt und es ist damals nicht eskaliert. Im Oktober 2016 waren auch ganz viele Signale wieder auf Eskalationsgefahr. Gott sei Dank ist da nicht Hillary Clinton gewählt worden. Warum? Weil Hillary Clintons wichtiges Berater einmal vom Think Tank CNRS kam und ihre Beraterin Yuma Ebedin